Hallo, mein Name ist Tobias Pfeffle. Ich arbeite im Marketing bei der Firma Hähnchen und stelle Ihnen heute unseren Produktkonfigurator Heco vor. Im ersten Teil der Heco-Vorstellung haben wir uns die geführte Auslegung am Beispiel der Hähnchen-Baureihe 120 angeschaut. Im Folgenden werden wir uns mit der zweiten Einstiegsmöglichkeit befassen, der flexiblen Konfiguration. Hierbei haben Sie eine noch größere Auswahl an Zylindervarianten und können flexibel zwischen den zu definierenden Merkmalen hin und her wechseln. Zu Beginn finden Sie immer einen bereits fertig konfigurierten Zylinder mit unseren Standardwerten. Diesen Zylinder können Sie auf Ihren Einsatzzweck hin anpassen. Und seien Sie gewiss, alle Merkmale, die Sie nicht ändern, werden von uns im Hintergrund auf Standard gesetzt. Die Merkmale befinden sich auf verschiedenen Themenmasken, die Sie über das linke Konfigurationsmenü in beliebiger Reihenfolge aufrufen können. So finden Sie auf der Maske Hydraulische Auslegung die Hauptmerkmale wie die Baureihe, die Zylinderabmessung und die Wirkungsart. Ich treffe meine Auswahl durch Klick auf die entsprechenden Merkmale. Den Hub können Sie frei bestimmen. Die Grenzwerte werden Ihnen im Tooltip angezeigt. Wenn Sie eine Maske mit dem grünen Haken verlassen, werden die Änderungen übernommen. Anbauteile finden Sie auf den entsprechenden Themenmasken. Unter Befestigung Kolbenstange können Sie sowohl das Gewinde der Stange definieren, wie auch einen Gelenkkopf auswählen. Über den Button Datenblatt können Sie sich die Maße des Zylinders und der gewählten Anbauteile jederzeit anschauen oder drucken. Sollte sich kein neues Fenster mit dem PDF öffnen, prüfen Sie bitte die Pop-up-Einstellungen Ihres Browsers. Um die große Vielfalt an Merkmalen zu entdecken, empfiehlt es sich bei der Erstbenutzung des Hecos, jede Maske über das Konfigurationsmenü einmal aufzurufen. Arbeiten Sie öfters mit dem Heco und wissen, was Sie benötigen, reicht es lediglich, die Masken aufzurufen, auf denen Sie Merkmale ändern möchten. Eine Besonderheit der flexiblen Konfiguration zeigen wir Ihnen am Beispiel des Näherungsschalters und der Auswahl Sensorik. Sie sehen, dass Ihnen hier der Näherungsschalter unter weitere Möglichkeiten angezeigt wird. Das bedeutet, dass wenn Sie dieses Merkmal hier auswählen möchten, ein oder mehrere andere Merkmale angepasst werden müssen. Welche das sind, zeigen wir Ihnen direkt an. So können Sie entscheiden, ob Sie die Änderung vornehmen möchten oder nicht. Im Falle des Näherungsschalters ist die Auswahl der beidseitigen Endlagendämpfung notwendig. Um zusätzlich die Funktion des Schalters und der Zuleitung zu überwachen, kann der Näherungsschalter auch mit Diagnoseanschluss gewählt werden. Auf der Konfigurationsübersicht sehen Sie eine Zusammenfassung Ihrer konfigurierten Antriebseinheit inklusive den gewählten Anbauteilen. Über den Button Drucken können Sie sich Ihre Konfiguration wahlweise inklusive der Datenblätter in einem PDF anzeigen lassen. Möchten Sie für Ihre konfigurierte Antriebseinheit einen Preis oder CAD-Daten erhalten, dann können Sie dies über das Konfigurationsmenü anfordern. Um das Formular nicht bei jeder Anfrage neu ausfüllen zu müssen, können Sie sich einfach mit Ihrem Heco-Konto anmelden. Mehr zum Heco-Konto zeigen wir Ihnen in einem separaten Tutorial. Nutzen auch Sie die Möglichkeiten, die Ihnen unser Produktkonfigurator bietet. Mehr dazu erfahren Sie in weiteren Tutorials der Heco-Reihe.